So sieht das aus, wenn ihr eure Quellendaten für die nächste wissenschaftliche Arbeit mit einem Klick einsammeln wollt. Wenn ihr eure eigene Datenbank managen wollt. Wenn ihr außer den Metadaten der Quellen auch eure Notizen, gar Auszüge aus den Quellentexten dort abgelegt habt. Wenn ihr den passenden Ausgabestil wählt und jederzeit wechseln könnt. Wenn ihr stets den aktuellen Stand eurer Datenbank auch auf anderen Geräten verwenden und aktualisieren wollt. Und wenn ihr mit anderen Lernenden gemeinsam eine Projektarbeit vorbereiten wollt. Auch so geht Forschen lernen. Jetzt. Willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Martin Gärtler von ForschenLernen.jetzt und möchte hier heute mal einen Schnellkurs hinlegen. Es geht um Zotero, das Literatur- oder Quellenverwaltungsprogramm, auch Referenzmanager genannt. Ich spreche schon seit Jahren nicht mehr von Literaturverwaltung, denn wir nutzen ja auch andere Quellen, nicht nur Literatur, also gedrucktes, das ein ISBN hat oder ein ISSN, auch Webseiten und Gesetzestexte und Urteile und Pressemitteilungen und so fort. Alles landet gemeinsam im Quellenverzeichnis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am besten abonniert ihr diesen YouTube-Kanal Forschen lernen und aktiviert euch die Benachrichtigungen. Auf die Weise erfahrt ihr sofort, wenn es Neues für euch gibt in diesem Kanal. Nicht vergessen, ein Like, wenn ihr merkt, dass ihr hier was mitnehmen könnt. Schwerpunkt des heutigen Tutorials ist das Einrichten von Zotero für alle seine Funktionen auf eurem Rechner. Und als Bonus erstellen wir uns einen ersten Probelauf, bei dem wir in einem Textdokument unsere Quellen ganz konkret einbringen. Macht euch bitte Notizen, am besten gemäß der dreiteiligen Struktur der Cornell Notes. Stichwörter festhalten, wichtige Infos notieren und am Schluss die eigene Zusammenfassung erstellen. Weitere Hinweise dazu findet ihr unter diesem Video. So, nun geht's los. Das werdet ihr lernen. Woher ihr die Software erhalten und installieren könnt. Wie das Plugin für eure Browser eingerichtet wird und welche Aufgabe es dort erledigt. Was es mit der Synchronisierung von Geräten auf sich hat. Wodurch die Zusammenarbeit mit anderen erleichtert wird. Woher ihr die passenden Zitierstile bekommt und wie ihr sie einrichtet. Und wie das Plugin für eure Textverarbeitung dort installiert wird und was es überhaupt leistet. Und danach gehen wir zusammen auf die Jagd. Wir werden Metadaten zu mehreren Quellenarten mit dem Browser aufspüren und einsammeln, um sie via Zotero übungshalber in einer Word-Datei einzubringen. Erster Schritt, die Installation. Wenn ihr Zotero installieren wollt, braucht ihr nicht lange zu suchen. Der rote Button Download weist uns den Weg. Je nach Betriebssystem wird euch gleich die passende Softwareversion zum Download angeboten. Darunter könnt ihr euch weiterklicken zu den anderen Versionen. Ich zeige euch jetzt mal nicht, wie man nach dem Download die erhaltene Datei auspackt und installiert. Also downloaden, den Installer starten und wenn Zotero installiert ist, je nach Betriebssystem, auch den Rechner neu starten. Denn bei der Installation hat Zotero auch bereits sein Word-Plugin installiert, das wir unbedingt brauchen werden. Und daher muss es vom System registriert sein. Weiter geht's mit dem Browser-Plugin. Auf der rechten Seite gibt's noch etwas zum Downloaden. Den Konnektor von Zotero. Den brauchen wir, damit Zotero die benötigten Metadaten mit Hilfe unserer Browser aus dem Internet bekommen und uns bereitstellen kann. Auch hier, der gerade aktive Browser wird erkannt. Und für die anderen Browser des Betriebssystems können die entsprechenden Konnektoren, Verbindungsstücke ebenfalls abgerufen werden. Wie man die installiert, das erschließt sich euch beim Tun. Welche tollen Leistungen dieser Konnektor euch bietet? Nun, wann immer in einer Website Metadaten von Publikationen enthalten sind, zeigt er das per Thumbnail an und bietet so die Möglichkeit, per Mausklick die enthaltenen Metadaten in unsere eigene Zotero-Datenbank zu übertragen. Wie das genau abläuft, dazu später mehr in unserem heutigen Bonus. Nächster Punkt, Zotero auf mehreren Geräten parallel nutzen.
Wäre doch schön, oder? Wenn ihr eure Zotero-Metadatenbank samt euren Screenshots und Textauszüge und zugehörigen PDF-Dateien nicht nur daheim auf dem Desktop-Rechner, sondern auch auf dem Notebook unterwegs verfügbar hättet, oder? Ihr braucht dazu nur die entsprechenden Geräte mit der Software auszustatten und euch bei Zotero zu registrieren, um anschließend, und das ist die kostenlose Variante, bis zu 300 MB Speicherplatz beim Hersteller zu bunkern. Loggt euch auf den anderen Geräten so ein, wie ihr euch einmal zuvor bei Zotero registriert habt. Und schon könnt ihr den 300 MB Speicherplatz kostenlos füllen. Ich mache das seit über 10 Jahren so. Meine Metadatenbank ist prall gefüllt, doch die 300 MB habe ich noch immer nicht verbraucht. Warum nicht? Nun, Metadaten sind ja recht kleine Daten. Und solange man nicht ständig fette PDF-Dateien in der Datenbank von Zotero speichert, bleibt immer noch genug Luft nach oben. Also registrieren, dann euch in allen Instanzen der Software auf euren Geräten einloggen und schon wird überall die Datenbank um jeden neuen Eintrag ergänzt. Und aber auch um jede Löschung erleichtert. Ich selbst lösche übrigens bei mir keine Datenbank-Einträge. Erstens könnte ein jeder später nochmals in einer anderen, größeren Arbeit hilfreich werden. Und zweitens, wenn man vielleicht bei der Hochschule eine Arbeit mit Kurzbelegen in Fußnoten abgeben musste, später aber eine Version mit In-Text-Kurzbelegen generieren will, benötigt man natürlich weiterhin alle Metadaten in der eigenen Zotero-Datenbank. Fürs Refreshen. Also nichts löschen, sondern lieber projektweise Ordner anlegen und die zugehörigen Metadaten darin ablegen. Schon wird's übersichtlicher. Nun geht es um die gemeinsame Nutzung mit anderen Lernenden. Ihr könnt bei eurer nächsten Gruppenarbeit auch gemeinsam auf Teile eurer Zotero-Metadaten zugreifen. Auch dazu legt ihr euch Ordner an, die ihr anderen freigeben könnt. Klickt einfach mal auf Groups und schaut euch das Infovideo dort an. Es ist wirklich einfach. Ich selbst hatte diese Funktion schon mehrfach verwendet. Nichts geht ohne den richtigen Ausgabestil. Wenn Zotero installiert ist, braucht es die Installation von Zitierstilen. Diese sorgen dafür, dass die Ausgabe der Kurzbelege und der Quellenverzeichnisse gemäß den Vorgaben der jeweiligen Abnehmer unserer wissenschaftlichen Arbeiten erfolgen kann. Wenn wir Zotero öffnen, sehen wir es schon. Ein paar Ausgabestile sind nach der Installation der Software bereits an Bord. Aber wir in Deutschland nutzen gern deutschsprachige Ausgabestile. Und unsere Hochschulen hängen nach wie vor an der international längst überholten Form, die Kurzbelege in Fußnoten zu packen, statt direkt und in Klammern an den Schluss der Textpassagen. Also wird es notwendig sein, die Zitierstile in unserer Zotero-Installation entsprechend zu ergänzen. Ruft dazu die Einstellungen von Zotero auf. Dort seht ihr direkt im Tab Zitieren die Stile, die bereits enthalten sind. Weitere Stile könnt ihr dort über den Link Zusätzliche Stile erhalten finden. Oder ihr könnt auch Zitierstile selbst einbringen, etwa den Fußnotenstil und den Harvard-Stil, die ihr beide auf meiner Seite forschenlernen.jetzt/Zitierstile finden könnt. Unser Textverarbeitungsprogramm muss mit Zotero verbunden sein. Ohne unsere führenden Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word und OpenOffice sowie deren Varianten könnte uns Zotero gar nicht helfen. Sie sind die Basics. Diese Plugins könnt ihr von der laufenden Zotero-Software aus sozusagen nachbeschicken, falls die ursprüngliche Brücke aus der Erstinstallation verloren gegangen sein sollte. Schließlich sind diese Textverarbeitungsprogramme ja nicht nur eigensinnig, sondern kommen auch aus anderen Welten. Sprich, die Software wird dort immer mal aktualisiert. Und dabei ist nicht auszuschließen, dass das Zotero-Plugin dabei auf der Strecke bleibt. Hier in den Einstellungen von Zotero könnt ihr das Plugin in solch einem Falle erneut einsetzen. Davor am besten das Programm der Textverarbeitung beenden. Dann von Zotero aus das Plugin neu übertragen. Anschließend Zotero und die Textverarbeitung erneut starten. Geht immer noch nicht? Rechner neu starten. Auch gibt es Brücken zu LaTeX und sogar zu anderen Programmen. Diese Brücken findet ihr aktuell stets in dieser Plugin-Seite bei zotero.org. So, damit habt ihr Zotero ans Laufen gebracht. Es kann also losgehen. Legt euch eine neue Word-Datei an und sucht, damit ihr die Zotero-Bedienelemente da oben findet. Startet auch euer fertig eingerichtetes Zotero natürlich.
Nehmt euch nun den Browser eurer Wahl und schaut, ob er oben ein Thumbnail von Zotero anzeigt, etwa für Webseite, sobald ihr eine Webseite aufgerufen habt. Nehmt jetzt ein wissenschaftliches Buch, das bei euch auf dem Tisch liegt. Sucht nach diesem Buch zum Beispiel in der Website von Amazon. Klickt dort auf das finale Buch, wie ihr es gerade vor euch habt, und sucht dann im Browser oben nach dem blauen Thumbnail für Buch, das vom Zotero Browser Plugin stammt. Klickt darauf und schaut, was passiert. Die Metadaten des Buchs sollten nun in eurer Zotero-Datenbank enthalten sein. Ein Klick auf den Eintrag in der Liste und ihr seht rechts alle Metadaten, die Amazon an Zotero für dieses Buch übergeben hat. Eine Live-Demo, Schritt für Schritt an unterschiedlichen Quellentypen gefällig? Kommt sofort als Bonus. Zotero läuft, funktioniert mit meinem Word-Programm und mit meinem Browser, Zeit also für den Probelauf. Ich suche jetzt mit euch nach mehreren Quellen, die wir in ein Probedokument einbringen werden und zeige euch dabei, wie ihr im ersten Schritt deren Metadaten in die Zotero-Datenbank bekommt und wie ihr im zweiten Schritt diese Metadaten in eure erste Probedatei in Word hineinbekommt. Mit dem gewünschten Ausgabestil. So. Erst einmal eine leere Datei anlegen. Ich sichere sie mir gleich als Zotero-Probelauf. Und checke schon mal, ob ich denn auch das Zotero-Plugin wiederfinde. Da ist es. Nun schreibe ich einen Platzhaltertext hinein, der stellvertretend für einen ersten Zitattext stehen mag. Erste Quelle soll eine Monographie sein. Energierevolution jetzt. Ein in jeder Hinsicht aktuelles Buch von Volker und Cornelia Quaschning, das jede Menge wissenschaftlicher Details enthält. Ich habe das Buch auf dem Tisch liegen und will nun, dass Zotero die Metadaten dazu übernimmt, damit ich nicht händisch alles abtippen muss, was oft zu Schreibfehlern führt. Das Browser-Plugin kommt nun zum Einsatz. Ich finde das Buch direkt bei Amazon. Ebenso gut könntet ihr in der Website eurer Unibibliothek schauen, ob das Buch dort schon aufzufinden ist oder bei WorldCat.org, einer Datenbank von Bibliotheken in aller Welt. Heute finde ich es nur bei Amazon, denn es ist erst seit wenigen Wochen erhältlich. Oben rechts im Browser erscheint ein Thumbnail, das ein Buchsymbol zeigt. Dies stammt von Zotero, vom Browser-Plugin. Ein Klick darauf reicht, es erscheint die Einblendung, dass die Metadaten nun bei Zotero gespeichert werden. Und ich schaue direkt dort nach, ja, sie sind hier gespeichert. Und offenbar sind sie vollständig. Wir benötigen die Verfassernamen, das Publikationsdatum bzw. den Titel des Buchs, gegebenenfalls eine Auflagenangabe, dies ist tatsächlich schon die zweite Auflage, und wir benötigen den Verlagsort und den Verlagsnamen. Jetzt wird's spannend. Nun geht es darum, unseren ersten Quelleneintrag in der Datei Zotero Probelauf einzubringen. Zur Erinnerung, in dem Text unserer Arbeit benötigen wir nach jedem Zitat einen sogenannten Kurzbeleg, der 3 Elemente aufweist. Verfassername der Quelle, Jahreszahl der Publikation dieser Quelle und Seitenzahl der genauen Stelle, die ihr aus der Quelle meistens zusammenfassend zitiert habt. Genau damit startet unser Probelauf nun. Ich setze den Cursor im Text der Word-Datei hinter das Ende des Leertextes. Dann wähle ich oben in Word Zotero, woraufhin sich die Befehlstasten von Zotero zeigen. Dort klicke ich auf Add Edit Citation, also einen Zitierbeleg hinzufügen oder bearbeiten. Da an dieser Stelle noch kein Eintrag von Zotero im Seitencode vorhanden ist, wird Zotero nun gleich hier den ersten Eintrag anlegen. Klick und nach einer Sekunde öffnet sich ein Fenster von Zotero, in dem ich aber erst einmal den Ausgabestil für dieses Dokument festlegen soll. Das ist immer der erste Schritt bei einem neuen Dokument. Du willst deinen ersten Kurzbeleg einbringen, musst dazu aber noch eben den Ausgabestil für dieses Dokument festlegen. Ich wähle den Harvard-Stil in Deutsch vom Institut für Praxisforschung, den ich vorher in Zotero eingebracht hatte. Bestätigen und schon wird mir unübersehbar die knallrote Suchzeile von Zotero eingeblendet. Ich gebe einfach Quaschen ein und schon wird mir da drunter der vorhin eingeholte Eintrag in meiner Zotero-Datenbank angezeigt. Ja, den will ich auch verwenden und klicke also einfach kurz darauf.
Nun steht bereits in dem rot umrandeten Feld der Kurzbeleg, der gleich in meinem Word-Dokument eingebracht werden soll. Ich bin mit dem aber noch nicht einverstanden. Denn ich habe ja nicht wörtlich zitiert, sondern nur einen womöglich zusammenfassenden Text verfasst. Also muss vor dem Kurzbeleg das berühmte Vergleiche erscheinen, also VGL. Das muss ich irgendwie noch in diesen Kurzbeleg hineinbekommen. Und noch etwas fehlt, die Seitenzahl der Textstelle, auf die ich hier zu verweisen habe. Beides kann ich nun ergänzen, indem ich einmal auf den vorgesehenen Eintrag in der roten Umrandung klicke. Schon geht nach unten ein Kontextbereich auf. In das Feld Seite gebe ich nun 24 als Seitenzahl ein, mehr nicht, kein S-Punkt davor und auch keine Leerstellen. Und in das Feld Präfix gebe ich nun meine VGL. ein. Danach einfach zweimal die Enter-Taste drücken, Enter, Enter, und schon ist die Eingabe abgeschlossen und wir sehen nun einen Kurzbeleg. Gemäß dem Harvard-Stil bedeutet der Doppelpunkt darin, dass die folgende Zahl die Seitenzahl ist. Nun fällt mir vielleicht auf, dass die zitierte Textstelle im Buch über 2 Seiten geht, also muss ich das noch ergänzen. Editieren kann ich diesen Kurzbeleg bitte nicht in Word, denn faktisch liegt an dieser Stelle im Text nur ein Code von Zotero. Daher muss ich mit dem Befehl oben im Zotero-Feld von Word Edit Citation die Eingabemöglichkeit wieder aufrufen. Das Gewünschte verändern, hinter die Seitenzahl ein F-Punkt setzen und nach zweimal Enter drücken ist es verändert. So, der Kurzbeleg ist drin. Jetzt erst, nach dem ersten Kurzbeleg im Dokument, könnt ihr nun euer Quellenverzeichnis anlegen. Macht dazu erst einmal eine Überschrift, Quellenverzeichnis. Geht dann 2-3 Zeilen tiefer in der Word-Datei mit eurem Cursor und dann klickt hier im Zotero-Feld auf Add Edit Bibliography. Zu Deutsch Quellenverzeichnis einfügen bzw. bearbeiten. Ein Klick darauf reicht und schwupps, schon erscheint unsere erste Quelle mit den benötigten Angaben im neuen Quellenverzeichnis. Ordnungsgemäß mit vollständigem Buchtitel, Angabe der Auflage und so weiter. Ich stelle mal eben live um auf APA, wähle dafür im Zotero-Feld Document Preferences und schon kann ich den Zitierstil wechseln. Typische Veränderung wie erwartet, vor der Seitenzahl steht im Kurzbeleg das S-Punkt. Und im Quellenverzeichnis fehlt der Verlagsort. Leider. Nochmal eben umstellen auf den Fußnotenstil von die Bachelorarbeit, von mir eigenhändig editiert übrigens und somit ohne Kapitälchen bei den Namen der Verfasser. Downloadbar unter forschenlernen.jetzt/Zitierstile. Wieder der gleiche Vorgang. Nun diesen Stil klicken. Unten erscheint die Fußnote. Darin auch wieder das gewohnte S-Punkt vor der Seitenzahl unserer Textstelle und im Quellenverzeichnis erscheint wieder der Verlagsort. Und oben gibt es nur noch die kleine Zahl 1 für diese erste Fußnote. In-Text-Kurzbelege sind aber heute Standard. Daher tschüss alte Welt und zurück zum Harvard-Ausgabestil. Einen neuen Absatz schreiben im Text und nun zur zweiten Quelle, einen Beitrag in einem Sammelband. Ich habe dazu schon mal einen Texteintrag in unserer Word-Datei gemacht. Eine mythologische Überlegung bringt Rainer Leschke an dieser Stelle in den Diskurs ein. Typische Formulierung in wissenschaftlichen Arbeiten. Das Buch dazu suche ich mir wieder bei Amazon. Es heißt Kommunikations- und Medienethik. Das Buch selbst finde ich wieder in meiner Zotero-Datenbank. Kurze Kontrolle. Falsche Angaben. Schon bei Amazon. Sie bezeichnen die beiden Herausgeber des Sammelbands, siehe HG hinter den Namen auf dem Bucheinband, als Autoren. Nicht gut. Derselbe Fehler bei WorldCat.org. Offenbar stammt der Fehler also nicht von Amazon, nicht von WorldCat, sondern vom Verlag, der die Metadaten des Buches ja den Händlern und Bibliotheken elektronisch übermittelt hatte. Also bleibe ich bei den Metadaten aus Amazon und baue die erst einmal um, indem ich die beiden Personen von Autor auf Herausgeber umswitche. Dann entferne ich auch gleich den Eintrag erste Auflage, denn der würde sonst nachher von Zotero mit ausgegeben. Auflagen immer erst ab zweiter Auflage angeben.
Damit haben wir das Buch sauber in der Datenbank liegen. Was wir jetzt benötigen, ist eine Kopie dieses Eintrags, die wir dann zum Buchteil umbauen. Ich dupliziere den Eintrag und stelle den nun um auf Buchteil. Dass dabei die Anzahl der Seiten verloren geht, macht nichts. Nächster Schritt. Ich suche mir im Buch den Titel des Buchteils, also des Beitrags im Buch, und tippe ihn ein. Das geht nun mal nur händisch. Vom Nutzen und Nachteil der Medienethik. Plädoyer für die metaethische Analyse. Sowie den Verfassernamen. Dazu setze ich hinter die Herausgebernamen per Pluszeichen Leschke Rainer und stelle ihn von Herausgeber auf Autor um. Ein letzter Schritt noch, dann ist dieser Buchteileintrag fertig. Wir müssen den Seitenbereich seines Beitrags im Buch eintragen. Bei Seiten 65 bis 79. In unserer Datenbank sieht dieser Eintrag in der Liste nun schon ganz anders aus. Das aufgeschlagene Buch am Anfang der Zeile macht deutlich, dies ist ein Beitrag in einem Buch, in einem Sammelband. Der ursprüngliche Eintrag zum Sammelband selbst trägt weiterhin sein blaues Buch-Thumbnail. Brauchen wir demnächst noch einen anderen Beitrag aus diesem Buch von einem anderen Verfasser, erzeugen wir uns wieder ein Duplikat des Bucheintrags und arbeiten dieses so wie eben zu einem weiteren Buchteil um. Wie gesagt, was einmal in meiner Datenbank gelandet und kontrolliert ist, wird nicht mehr gelöscht. Jetzt schnell wieder rüber ins Word-Dokument. Add Citation klicken. Leschke eingeben ins Suchfeld. Suchergebnis anklickend auswählen. Seitenzahl 68 eingeben. Und VGL. ins Präfixfeld eintragen. Enter, Enter. Wir sehen, das Quellenverzeichnis wird nun alphabetisch sortiert dargestellt. Genau deswegen tragen wir ja auch in der Datenbank die Nachnamen von Verfassern und Herausgebern vor den Vornamen ein. Nun zu den Einträgen eines Journalbeitrags und einer Website in unserer Datei Zotero Probelauf. Ihr habt es geahnt, das macht ihr nun bitte selbst. Dazu findet ihr unter der angegebenen Seite forschenlernen.jetzt/Zitierstile unter der Überschrift Tutorial-Material das Dokument Zotero Probelauf in 2 Versionen zum Download. Die erste zeigt euch nur die Platzhaltertexte und die Überschrift Quellenverzeichnis. Die zweite Datei ist fertiggestellt, das Ergebnis des heutigen Tutorials. An ihr könnt ihr also sehen, wie eure erste Datei nach eurem eigenen Anwenden aussehen soll. In ihr habe ich die Zotero-Verbindung gekappt. Dazu gibt es ja im Zotero-Feld in Word diesen Button Unlink Citations. Den nutzt ihr übrigens bitte auch einmalig nach der allerletzten Änderung. Nach der allerletzten Änderung eurer nächsten Einreichung einer wissenschaftlichen Arbeit, die ihr mit Unterstützung von Zotero erstellt habt. Viel Erfolg damit und berichtet auch gern von euren Fortschritten oder Problemen unten in den Kommentaren. Bis nächste Woche, nächsten Sonntag.